Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut, danke. Ich habe gerade daran gedacht, heute etwas Neues zu kochen. Kochst du gerne? Ja, ich koche gerne. Ich probiere gerne neue Rezepte aus und mache einfache Gerichte. Wie ist es bei dir? Ich liebe das Kochen. Ich probiere oft verschiedene Rezepte aus und koche gerne gesundes Essen. Heute möchte ich dich nach deinen Lieblingsrezepten fragen. Das klingt großartig. Ich teile gerne meine Lieblingsrezepte mit dir. Danke, Bob. Ich habe ein paar Fragen zum Kochen und zu einigen Rezepten. Können wir darüber sprechen? Natürlich, Alice. Ich bin hier, um dir bei deinen Kochfragen zu helfen. Zuerst, Bob, was ist dein Lieblingsrezept zum Kochen? Mein Lieblingsrezept ist ein einfaches Nudelgericht. Ich mache gerne Spaghetti mit frischen Tomaten, Knoblauch und Basilikum. Es ist einfach und sehr lecker. Das klingt köstlich. Ich mag auch Pasta. Verwendest du besondere Zutaten? Ja, ich benutze frische Zutaten. Ich schneide die Tomaten, zerdrücke den Knoblauch und füge frisches Basilikum hinzu. Außerdem verwende ich Olivenöl und ein wenig Salz. Es ist sehr gesund. Ich liebe gesundes Essen. Kochst du diese Pasta oft? Ich koche sie mindestens einmal pro Woche. Es ist schnell zuzubereiten und meine Familie liebt es. Ich möchte dieses Rezept ausprobieren. Kannst du mir sagen, wie du es machst? Sicher, Alice. Zuerst koche ich Wasser und gebe die Spaghetti hinein. Ich koche sie etwa 8–10 Minuten, bis sie weich sind. Während die Pasta kocht, erhitze ich Olivenöl in einer Pfanne. Ich füge den zerdrückten Knoblauch hinzu und brate ihn 1 Minute an. Dann gebe ich die gehackten Tomaten dazu und koche sie ein paar Minuten, bis sie weich sind. Das klingt einfach. Was machst du als nächstes? Wenn die Pasta fertig ist, lasse ich sie abtropfen und mische sie mit der Tomatensauce. Ich füge frisches Basilikum und ein wenig Salz hinzu. Manchmal streue ich etwas Käse darüber. Ich mag Käse. Das macht es bestimmt noch besser. Ja, das tut es. Es ist eine einfache und sehr schmackhafte Mahlzeit. Und wie ist es bei dir, Alice? Was ist dein Lieblingsrezept? Ich mache sehr gerne ein Gemüsepfannengericht. Ich verwende viele verschiedene Gemüse wie Paprika, Brokkoli und Karotten. Außerdem füge ich Sojasauce und ein wenig Ingwer hinzu. Das klingt gesund und bunt. Ich mag Pfannengerichte, weil sie schnell zuzubereiten sind. Ja, das geht sehr schnell. Ich koche das Gemüse normalerweise in einer heißen Pfanne etwa 5–7 Minuten. Ich mag es, wenn sie knackig bleiben. Servierst du es mit Reis oder Nudeln? Ich serviere es oft mit Reis. Manchmal verwende ich Vollkornreis für eine gesündere Option. Vollkornreis ist sehr gesund. Ich möchte dein Pfannengericht eines Tages ausprobieren. Ich teile es gerne mit dir. Wir können sogar zusammen kochen, wenn du möchtest. Das ist eine tolle Idee. Ich koche gerne mit Freunden. Bob, hast du einfache Dessertrezepte? Ich mache gerne etwas Süßes nach einer Mahlzeit. Ja, habe ich. Ich mache oft einen einfachen Obstsalat oder ein Joghurtparfait. Beides ist sehr einfach und gesund. Ich liebe Obstsalat. Welche Früchte verwendest du? Ich benutze viele verschiedene Früchte wie Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Trauben. Manchmal füge ich ein wenig Honig und Zitronensaft hinzu.
Das klingt sehr erfrischend. Und was ist ein Joghurtparfait? Ein Joghurtparfait besteht aus Schichten von Joghurt, frischen Früchten und ein wenig Müsli. Es ist sehr einfach und sehr lecker. Ich mag Joghurt. Das muss ein gutes Dessert sein. Ja, das ist es. Es ist auch sehr gesund und einfach zuzubereiten. Du schichtest einfach die Zutaten in einem Becher. Ich werde beide Rezepte ausprobieren. Danke, dass du sie geteilt hast, Bob. Gern geschehen, Alice. Gesundes Essen zu kochen macht Spaß und ist sehr lohnend. Da stimme ich zu. Ich probiere auch gerne neue Rezepte aus verschiedenen Kulturen. Manchmal mache ich ein einfaches Curry oder ein mexikanisches Bohnengericht. Das ist interessant. Ich möchte mehr über verschiedene Küchen lernen. Hast du eine Lieblingsküche? Ich mag wirklich die italienische und asiatische Küche. Italienisches Essen ist sehr einfach und verwendet frische Zutaten. Asiatisches Essen ist oft sehr bunt und voller Geschmack. Ich mag sowohl italienisches als auch asiatisches Essen. Ich genieße auch das Zubereiten einfacher Suppen. Eine Tomatensuppe oder eine Miso-Suppe ist sehr einfach zuzubereiten. Ja, Suppen sind großartig. Sie sind gesund und warm. Ich mache oft eine Gemüsesuppe, wenn ich etwas Leichtes möchte. Suppe ist perfekt für einen kalten Tag. Ich liebe eine gute Schüssel Suppe mit etwas Brot. Brot ist eine schöne Ergänzung. Manchmal mache ich ein einfaches Knoblauchbrot dazu. Knoblauchbrot ist köstlich. Das möchte ich beim nächsten Mal, wenn ich Suppe mache, ausprobieren. Ich teile mein Rezept mit dir. Es ist sehr einfach. Mische einfach Butter mit zerdrücktem Knoblauch, bestreiche das Brot damit und röste es im Ofen. Das klingt einfach und sehr lecker. Ja, Kochen muss nicht kompliziert sein, um gut zu sein. Ich plane auch gerne meine Mahlzeiten für die Woche. Das hilft mir, frische Zutaten zu verwenden und gesund zu essen. Das ist eine gute Idee. Ich plane manchmal meine Mahlzeiten am Wochenende. Ich schreibe eine kleine Liste, was ich kaufen und was ich kochen möchte. Das mache ich auch. Ich gehe gerne auf den lokalen Markt. Die Früchte und Gemüse sind sehr frisch. Ich kaufe auch auf dem lokalen Markt ein. Ich spreche gerne mit den Bauern und wähle die besten Zutaten aus. Frische Zutaten machen einen großen Unterschied im Geschmack. Ja, frisches Essen ist immer besser. Es ist gesünder und geschmackvoller. Bob, hast du Tipps für Anfänger, die das Kochen lernen möchten? Ja, ich habe ein paar Tipps. Zuerst beginne mit einfachen Rezepten. Versuche nicht, zu komplizierte Gerichte am Anfang zu machen. Zweitens, lies das Rezept sorgfältig durch, bevor du mit dem Kochen beginnst. Und drittens, übe oft. Je mehr du kochst, desto besser wirst du. Das ist guter Rat. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal versucht habe, Pasta zu kochen. Ich war nervös, aber es war sehr einfach. Mir ging es ähnlich, als ich das erste Mal ein Omelett gemacht habe. Es ist einfach, aber ich hatte Angst, dass ich es anbrennen würde. Jetzt seid ihr beide gut im Kochen. Übung hilft wirklich. Ja, und es macht Spaß, neue Rezepte auszuprobieren. Manchmal experimentiere ich sogar mit Zutaten. Ich ändere ein wenig das Rezept, um es zu meinem eigenen zu machen. Ich experimentiere auch gerne. Zum Beispiel füge ich in meinem Pfannengericht manchmal ein neues Gemüse hinzu, das ich noch nie zuvor probiert habe. Das ist eine großartige Möglichkeit, um zu lernen und neue Aromen zu entdecken. Da stimme ich zu. Kochen ist wie eine Kunst.
Man kann kreativ sein und seine Vorstellungskraft nutzen. Apropos Kreativität, schaust du dir manchmal Kochshows an oder liest Kochbücher zur Inspiration? Ja, ich liebe es, Kochshows zu sehen. Ich lerne viele neue Techniken und Ideen von ihnen. Ich lese auch einfache Kochbücher. Das mache ich auch. Ich schaue gerne, wie professionelle Köche kochen. Das motiviert mich, neue Rezepte auszuprobieren. Manchmal folge ich sogar einem Rezept aus einer Show und koche dasselbe Gericht zu Hause. Das ist eine gute Möglichkeit, um zu üben. Ich habe gelernt, wie man ein gutes Risotto macht, indem ich eine Kochshow angesehen habe. Es schien anfangs schwierig, aber als ich es ausprobiert habe, war es nicht so schwer. Ich würde auch gerne lernen, wie man Risotto macht. Vielleicht kannst du mir dein Rezept geben. Das mache ich. Ich kann dir das Rezept per E-Mail schicken. Es hat Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sodass es einfach zu folgen ist. Danke, Bob. Ich freue mich darauf. Gern geschehen, Alice. Ich teile gerne meine Rezepte mit dir. Bob, kochst du manchmal mit deiner Familie oder Freunden? Ja, ich koche oft mit meiner Schwester. Am Wochenende machen wir gerne zusammen Mahlzeiten. Es macht Spaß und ist sehr entspannend. Ich koche manchmal mit meiner Mutter. Sie bringt mir viele Familienrezepte bei. Wir sind ein tolles Team in der Küche. Das ist schön. Mit jemandem zu kochen macht es unterhaltsamer. Ja, und man kann Ideen austauschen und sich gegenseitig helfen. Manchmal lade ich Freunde zu einer Kochparty ein. Eine Kochparty klingt nach viel Spaß. Was macht ihr normalerweise? Wir machen normalerweise eine einfache Mahlzeit wie Pizza oder ein Nudelgericht. Jeder bringt eine Zutat mit und wir kochen zusammen. Das ist eine tolle Idee. Ich würde gerne einmal an einer deiner Kochpartys teilnehmen. Du bist jederzeit willkommen, Bob. Es macht immer Spaß, mit Freunden zu kochen. Da stimme ich zu. Kochen geht nicht nur um das Essen. Es geht auch darum, zu teilen und Spaß zu haben. Genau. Ich fühle mich glücklich, wenn ich koche und sehe, dass meine Familie das Essen genießt. Ich auch. Wenn ich sehe, dass meine Schwester nach dem Essen meiner Pasta lächelt, weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. Das ist die beste Belohnung. Bob, hast du Lieblingskochgeräte oder Gadgets? Ja, ich benutze gerne ein scharfes Messer und ein Schneidebrett. Ich liebe auch meine Bratpfanne und meinen Topf zum Nudelkochen. Ich benutze ein ähnliches Messer und Schneidebrett. Ich mag auch meinen Wok zum Pfannenrühren. Ein Wok ist großartig, um Gemüse schnell zu kochen. Ich möchte mir irgendwann einen kaufen. Das solltest du tun. Es macht das Pfannenrühren sehr einfach und macht Spaß. Ich mag auch meinen Mixer, um Smoothies und Suppen zu machen. Ein Mixer ist sehr nützlich. Ich benutze meinen, um morgens Obstsmoothies zu machen. Smoothies sind eine gesunde Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Ja, und sie sind sehr schnell zuzubereiten. Man muss einfach etwas Obst mit Wasser oder Joghurt mixen und schon ist es fertig. Ich liebe schnelle und einfache Rezepte. Kochen muss nicht lange dauern, um gut zu sein. Da stimme ich zu. Einfache Werkzeuge und frische Zutaten machen das Kochen angenehm. Planst du deine Mahlzeiten im Voraus? Ja, ich versuche meine Mahlzeiten für die Woche zu planen. Ich schreibe ein kleines Menü und eine Einkaufsliste. Das hilft mir, die richtigen Zutaten zu kaufen. Das mache ich auch. Ich plane meine Mahlzeiten am Sonntag. Ich entscheide, was ich an jedem Tag kochen möchte. Planen macht das Kochen einfacher.
Ich weiß, was ich auf dem Markt kaufen und was ich an jedem Tag kochen soll. Es hilft mir auch, gesund zu essen. Wenn ich plane, wähle ich frisches Obst und Gemüse aus. Ich fühle mich gut, wenn ich gesund esse. Es gibt mir Energie. Ja, eine gute Mahlzeit ist sehr wichtig, um sich wohlzufühlen. Manchmal ändere ich meinen Plan, wenn ich eine frische Zutat auf dem Markt sehe. Ich mag es, flexibel zu sein. Das ist eine gute Idee. Ich mache das auch. Wenn ich schöne Tomaten oder frische Kräuter sehe, ändere ich vielleicht mein Rezept. Es macht Spaß, Rezepte anzupassen und neue Dinge auszuprobieren. Hast du jemals ein neues Rezept ausprobiert, das anfangs schwierig war, aber mit der Übung einfach wurde? Ja, ich erinnere mich, als ich das erste Mal versucht habe, einen Kuchen zu backen. Das Rezept war lang und ich war nervös. Aber nach dem Üben habe ich gelernt, wie man die Zutaten abmisst und gut vermischt. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich versucht habe, Brot zu backen. Beim ersten Mal war mein Brot zu hart, aber jetzt weiß ich, wie man den Teig knetet und ihn gehen lässt. Übung hilft wirklich. Jetzt kann ich Kuchen und Brot ohne Probleme machen. Ja, und ich genieße den Prozess. Kochen ist wie das Erlernen einer neuen Fähigkeit. Es wird mit der Zeit einfacher. Da stimme ich zu. Jedes Mal, wenn ich koche, lerne ich etwas Neues. Ich lese auch gerne Rezepte aus verschiedenen Kulturen. Es macht das Kochen interessanter. Ich liebe es, Rezepte aus der italienischen und asiatischen Küche zu lesen. Sie verwenden viele frische Zutaten und einfache Techniken. Genau. Ich möchte eines Tages Sushi machen. Es sieht lustig und gesund aus. Sushi ist großartig. Es ist anders als Pasta und Pfannengerichte, aber es ist auch einfach, wenn man dem Rezept folgt. Ich werde nach einem Anfänger-Sushi-Rezept suchen. Vielleicht können wir es zusammen ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne lernen, wie man Sushi mit dir macht. Danke, Bob, dass du heute deine Lieblingsrezepte und Kochtipps mit mir geteilt hast. Gern geschehen, Alice. Ich habe unser Gespräch über das Kochen genossen. Es macht immer Spaß, über Essen und neue Rezepte zu sprechen. Ja, ich habe viele neue Ideen von dir gelernt. Ich werde dein Pasta-Rezept ausprobieren und vielleicht lade ich dich zu meiner nächsten Kochparty ein. Darauf freue ich mich. Gemeinsam zu kochen ist eine großartige Möglichkeit, Ideen auszutauschen und Spaß zu haben. Da stimme ich zu. Lass uns bald zusammen kochen. Vielleicht können wir ein neues Rezept ausprobieren oder sogar mit Zutaten experimentieren. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Danke nochmal, Alice. Ich bin froh, einen Freund wie dich zu haben, der das Kochen liebt. Danke, Bob. Ich bin immer da, um Rezepte und Kochtipps zu teilen. Lass uns weiterhin lernen und das Essen zusammen genießen. Ja, lass uns bald wieder treffen, um zu kochen und mehr Rezepte zu teilen. Hab einen tollen Tag, Bob. Du auch, Alice. Viel Spaß beim Kochen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.